Hallo und willkommen bei der Fahrschule Punkt. Mein Name ist Soran und ich bin Fahrlehrer und dein Führerscheincoach. Willkommen beim Baustein 5.1. Wir sind bei den Grundfahraufgaben und heute geht es hier um das Parken. Rückwärts einparken in Längsrichtung auf der rechten Seite. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Als allererstes sollte auf jeden Fall klar sein, wohin ich lenke, dahin fahre ich auch. Also wenn ich zum Beispiel das Lenkrad voll nach rechts einlenke, es geht übrigens etwa 1,5 Umdrehungen nach rechts bis zum Anschlag. Also voller Lenkeinschlag nach rechts und ich fahre vorwärts, das Auto fährt nach rechts. Und wenn ich jetzt rückwärts fahre, dann fährt das Auto auch nach rechts. Also egal, ob du vorwärts oder rückwärts fährst, wenn du nach rechts einlenkst, dann fährt das Auto auch nach rechts. Und wenn du nach links einlenken würdest, dann würde es nach links fahren. Merke dir außerdem, du kannst das Lenkrad eine komplette Umdrehung nach rechts drehen und dann maximal noch eine halbe Umdrehung weiter. Mehr geht nicht. Die Räder sind voll nach rechts eingelenkt. Ich drehe eine halbe Umdrehung zurück, das Lenkrad steht gerade, aber die Räder sind noch nicht gerade. Eine komplette Umdrehung zurück, jetzt sind sie gerade. Und dann geht das Lenkrad noch eine komplette Umdrehung nach links plus noch eine halbe Umdrehung weiter. Wir sind wieder bis zum Anschlag. Also 1,5 Umdrehungen wieder zurückgedreht und die Räder stehen gerade. Schon auf der Suche nach der Parklücke musst du absichern durch die Spiegel und den Blinker rechtzeitig einschalten, damit der Hintermann weiß, dass du stehen bleibst. Dann bleibst du ungefähr in Spiegelhöhe zu dem geparkten Fahrzeug stehen. Mit einem Abstand von ca. 50 cm. Wir legen den Rückwärtsgang rein. Das Lenkrad bleibt gerade, sichern ab, vorne im Innenspiegel, durch die Außenspiegel und dann nach hinten gucke. Merke dir, die Blickrichtung ist die Fahrtrichtung. Fragst du dich, darf ich die Rückfahrkamera benutzen? Ja, die kann man zusätzlich benutzen, also nicht nur alleine in die Rückfahrkamera schauen. Du musst auch rundherum absichern und beim Rückwärtsfahren überwiegend nach hinten gucken. So, wir fahren zurück bis zu diesem Punkt. Guck mal, die Heckleuchte von dem geparkten Auto ist gerade so zu sehen, hinter der B-Säule. Das ist der erste Punkt, den du dir merken musst. Und jetzt kommt eine ganze Umdrehung nach rechts. Schau her, ich drehe das Lenkrad einmal komplett rum, 360 Grad gedreht, das Lenkrad steht wieder gerade. Aber die Räder sind ja eingelenkt nach rechts. Jetzt musst du gut aufpassen, bevor du losfährst, denn das Auto schert links aus, wenn du losfährst. Also vorne absichern und hinten, pass auf, Radfahrer, das geht gar nicht. Da muss man stehen bleiben und warten, bis der Radfahrer durchgefahren ist und erst dann losfahren. So, jetzt kommt der zweite Punkt. Guck mal, die Rückleuchte verschwindet hinter dem Außenspiegel. Und die Bordsteinkante unten, die verschwindet auch im Spiegel. Fahren wir nochmal ein Stück vor. Da sieht man die Bordsteinkante. Siehst du die? Jetzt fahre ich nochmal zurück. So, und die verschwindet langsam hier links unten in den Spiegel. Und dann wird es Zeit, zurückzulenken. Das ist nämlich jetzt der zweite Punkt, den du dir merken musst. Hier musst du jetzt die Räder voll nach links einlenken, bis es nicht mehr geht.
und dann ganz langsam zurückfahren. Man benutzt hier beim Fahren immer nur die Kupplung und dann musst du mit der Tastgeschwindigkeit ganz langsam reinrollen. Kein Gas dazugeben. Jetzt fahren wir noch ein Stück vor. Und er steht doch super da. Nun kann es passieren, wenn du reinfährst, zu früh zurücklenkst, dass du zu weit vom Bordstein stehst. Die Entfernung zum Bordstein darf nicht mehr als 30 cm sein. Aber keine Panik. Wir fahren erstmal ein Stück hier geradeaus, nach vorne, damit wir hinter uns Platz schaffen. Denn wir müssen nämlich jetzt rückwärts an den Bordstein ranfahren. Nach rechts einlenken und den Rückwärtsgang reinlegen. Und langsam zurückfahren. Wir nähern uns dem Bordstein. Und dann lenken wir voll nach links ein, damit das Auto wieder gerade kommt. Wenn es gerade ist, stehen bleiben. Die Räder wieder gerade drehen und vorfahren. Fertig. Super, das war's schon. Es kann aber auch passieren, dass man zu spät zurücklenkt. Das heißt, du kommst ganz weit in die Parklücke an den Bordstein ran und berührst den eventuell. Jetzt musst du aufpassen. Nicht weiterfahren. Denn wir dürfen nicht auf den Bordstein drauffahren. Das ist verboten. Das ist auch ein Grund zum Nichtbestehen. Aber keine Panik. Wenn du den Bordstein berührt hast, lenkst du voll nach rechts ein, Vorwärtsgang reinlegen und wir rollen ein bisschen nach vorne. Wenn du jetzt vorne keinen Platz mehr hast, weil da das Auto im Weg ist, kein Problem, stopp, wieder nach links einlenken, Rückwärtsgang reinlegen und wieder zurückfahren. Und dann können wir schön an den Bordstein ranfahren. Dann wieder anhalten, wenn du gerade stehst. Das kannst du im rechten Außenspiegel kontrollieren, ob du parallel zum Bordstein stehst. Achte beim Parken darauf, dass du nicht mit dem Reifen so halb auf dem Bordstein stehst. Da kann es nämlich passieren, dass der Reifen von innen reißt. Ein Riss im Reifen innen ist von außen nicht sichtbar. Der könnte platzen. Hier noch ein paar Infos. Bei der praktischen Prüfung muss die Parklücke mindestens 8 Meter groß sein. Also, da gibt es keine Probleme zum Korrigieren. Du hast genug Platz, dann nochmal zurückzufahren oder fortzufahren, etwas näher an den Bordstein ranzufahren. Ne? Und was noch besser fürs Auto wäre, wenn du lenkst, während das Auto langsam rollt. Also nicht im Stand lenken. Das kann man am Anfang mal machen und üben. Und dann später, Level 2, kannst du während der Fahrt, während dem langsamen Rollen lenken. Das ist besser für dein Auto. Und ich empfehle dir an dem Punkt 2, wo man zurücklenkt, den nochmal auszuprobieren. Es kann sein, dass es nicht ganz 100% passt, je nachdem, ob du weit vorne sitzt oder weit hinten, mit dem Außenspiegel, dass die Rückleuchte hinterm Außenspiegel ist. Aber daran kann man arbeiten. Ne? Außerdem hängt es auch davon ab, wie du deinen Außenspiegel eingestellt hast, ob man den Bordstein da noch sieht oder nicht. Die richtige Einstellung zum Außenspiegel, das habe ich dir auch im Baustein 1 erklärt, mit der Einstellung. Okay, ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video helfen. Jetzt weißt du, wie man rückwärts einparkt auf der rechten Seite in Längsrichtung. Ja, und dann kannst du gleich zum nächsten Thema springen und das Quereinparken üben. Auf geht's!